Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Glenn und ich bin Hobbyschmied. In dieser Folge geht es darum, also unter anderem darum, das sind 3D gedruckte Gussformen für Flares. Und zwar hatte ich davon schon mal ein paar erstellt. Ihr habt das in meinem letzten Video vielleicht sogar gesehen oder im vorletzten Video, als ich meine Axt geschmiedet habe. Da ist mir nämlich die Esse ganz gut weggebrannt, weil ich einmal nicht aufgepasst habe und den Luftstrom zu hoch gedreht hatte. Diese Flares sind aus Beton, der nur bis 1100 Grad haltbar ist. Das ist viel zu wenig gewesen, aber ich musste ziemlich lange auf den guten Beton warten. Jetzt habe ich welchen da, der bis 1600 Grad haltbar ist und den werde ich jetzt hier in diese Gussformen reinfüllen. Die Gussform habe ich selber gedruckt, das ist PLA mit einem 3D-Drucker. Und die müssen noch ein bisschen präpariert werden, weil hier sind noch ein paar Fädchen drin, die muss ich rausschneiden und ein paar kleine Löcher, die ich mit Klebeband zukleben muss. Aber das ist den Preis, den ich zahlen muss dafür, dass die halt wirklich so dünn und fragil sind. Genau, ich werde die jetzt präparieren, ihr könnt mir dabei über die Schulter schauen und dann sehen wir uns in der Woche wieder. Also ihr nicht, ich und die Kamera, weil ich das Video zusammenschneiden werde. Und dann schauen wir uns an, wie das gelungen ist und welcher Flare dann am Ende wirklich das schönere Flammenbild erzeugt. Und ob ich eventuell sogar Gas sparen kann in meiner Gasesse, wenn ich den richtigen Flare einsetze. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Bis dahin, wollte ich sagen, aber ist ja Quatsch, Video fängt ja jetzt erst an. Als allererstes habe ich mir Flares im Internet angeschaut und habe dann versucht, verschiedene Modelle einfach nachzustellen. Dafür habe ich Fusion 360 benutzt. Das ist ein super Programm, um solche Prototypen herzustellen. Die ersten Ideen, die ich hatte, habe ich dann aus PLA einmal gedruckt, weil ich dachte, ich könnte sie vielleicht schon mal ganz kurz testen, bevor ich die Prototypen aus Beton gieße, um eventuell schon im Vorfeld Modelle ausschließen zu können. Allerdings hat das nicht geklappt, denn nach wenigen Sekunden sind die Formen oder die Flares dann weich geworden, weil das Material einfach bei einer bestimmten Temperatur weich wird und schmilzt. Irgendwie muss es ja aus dem 3D-Drucker kommen. Das ging also nicht, also musste ich alle meine Formen, die ich entworfen hatte, wirklich auch in Beton gießen, um sie testen zu können. Beton trocknet nicht, sondern Beton härtet aus. Das liegt daran, dass das Zement im Beton mit dem Wasser eine chemische Verbindung eingeht. Wenn ich jetzt zu viel Wasser in den Beton reinmache, dann verdunstet ein Teil, das nicht chemisch gebunden werden kann. Dadurch entstehen Luftporen und auch Risse im Beton und das setzt die mechanische Belastbarkeit des Betons herab. Das möchte ich nicht haben. Also nutze ich in dem Fall hier Fließmittel oder Hochleistungsfließmittel für Beton. Das ist eine super Sache, denn ihr könnt sehen beim Einrühren, das ist schon fast wie Zauberei. Der Beton wird so flüssig, obwohl ich kein Wasser hinzugebe. Und das Wichtige ist, der Beton entmischt sich hierbei nicht, auch wenn es den Anschein hat. Aber das ist vielleicht maximal die oberen paar Millimeter, die sehr flüssig aussehen und darunter ist wirklich der Zement ordentlich homogen verteilt im ganzen Beton. Ich habe leider nicht genug Beton angerührt, das habe ich dann im Nachhinein gemacht und dann die Formen noch ordentlich gefüllt. Das Ganze habe ich eine Woche aushärten lassen und habe es dann bei 100 Grad im Backofen nochmal wirklich durchgetrocknet, denn ich wollte wirklich keine Restfeuchtigkeit haben. Die sorgt dafür, wenn ich einmal die Gasesse aufdrehe, dass das Wasser nicht entweichen kann so schnell wie es möchte und dann entstehen Abplatzungen und ich wollte jetzt nicht hier feuerfesten Beton durch meine Werkstatt fliegen lassen.
Die Flares haben sich auf den ersten Blick alle sehr ähnlich verhalten. Jedoch konnte ich jedem Flare unterschiedliche Luftmengen zuführen, bis die Flamme abgerissen ist. Ich habe das jetzt einfach mal an der Amperezahl meines Lüfters ausgemacht. Bei dem ersten Flare waren es 0,3 Ampere und beim letzten Flare waren es 0,7 Ampere, die ich dem Lüfter an Strom zuführen konnte, bis die Flamme abgerissen ist. Ganz zufrieden bin ich noch nicht, denn ich weiß ja nur, dass der eine Flare die Flamme länger stabil halten kann als der andere. Ob das Ganze jetzt in der Gasesse einen Unterschied macht, das werde ich jetzt herausfinden, indem ich einfach mal mein Thermometer in die Gasesse stecke und die Zeiten messe, wie lange jeder Flare braucht, um die Gasesse zwischen 100 und 700 Grad zu erwärmen. Das werden wir jetzt einfach mal sehen und dann schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Also mit dem Ergebnis habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, dass der Flare, der außerhalb der Esse die besten Ergebnisse zeigt und am meisten Luft ab kann und damit eventuell sogar am effizientesten arbeitet, dass dieser Flare auch in der Esse dementsprechend Wirkung zeigt. Aber dem war nicht so. Der Flare, der aussah wie der Trichter von der Saturn V Rakete oder das Triebwerk davon, von dem habe ich tatsächlich jetzt die besten Ergebnisse erhalten. Beziehungsweise er hatte die Gasesse am schnellsten erwärmt. Und jetzt ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Ich bin natürlich kein Raketenwissenschaftler, aber was ich sehen konnte, ist, dass der Flare die Esse im Gesamten oder gleichmäßiger erwärmt hat. Der Flare, der vorher die besten Ergebnisse erzielt hatte, der hatte eine sehr punktuelle Erwärmung an der Außenwand erzeugt, aber hat die Esse nicht gleichmäßig erwärmt. Ich glaube, das war dann so der ausschlaggebende Punkt, warum die Flares alle unterschiedlich in der Erwärmdauer waren, weil sie eben entweder ein sehr breites Flammenbild in der Esse hatten und die Esse sehr gleichmäßig erwärmt haben oder eben sehr punktuell erwärmt haben. Bei der Gasesse geht es natürlich darum, dass diese 30, 40 cm oder je nachdem wie groß eure Esse ist, sollte ja möglichst gleichmäßig erwärmt werden. Ja, das tut natürlich auch dem Schmiedestück ganz gut. Wenn ich auch eben Messer schmiede, dann sollten die natürlich auch relativ gleichmäßig erwärmt werden. Das hilft natürlich bei der Feuerverschweißung wie bei allen anderen Arbeiten. Von daher werde ich jetzt mit diesem Flare arbeiten und das weiter beobachten. Nichtsdestotrotz werde ich eventuell die anderen auch nochmal testen. Ob ich mir jetzt alle Daten aufschreibe und schaue, wie sich mein Verbrauch am Ende dann geändert hat oder ob er sich dadurch ändert, das weiß ich noch nicht, weil das scheint ja dann doch eher eine Langzeitstudie zu sein. Da muss ich mir mal Gedanken machen, ob ich mir da irgendwie ein System überlegen kann und ob ich das auch so reproduziert bekomme in Zukunft. Also ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch ein bisschen anregen, darüber nachzudenken, dass man Gasessen noch effizienter gestalten kann, als sie ohnehin schon sind. Ob das jetzt mit mehr Keramikwolle ist oder mit weniger Beton, der erwärmt werden muss in der Esse, oder ob ihr vielleicht doch auf die Feuerleichtsteine umsteigt oder ein anderes System nutzt. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, darüber nachzudenken, um den Gasverbrauch ein bisschen zu reduzieren. Ja, und das soll es jetzt eigentlich gewesen sein. Ich habe mich gefreut, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Lasst doch bitte einen Kommentar da oder schreibt doch mal, mit welchen Flares ihr so am besten klarkommt oder die besten Ergebnisse erzielt habt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, euer Glenn.